was ich total faszinierend fand, ist, in was für unterschiedliche Branchen sich Leute bewegen. Und da sind natürlich so klassische Beispiele, also IT, Crypto dabei, aber da sind auch Beispiele dabei, die was ganz, ganz anderes sind. Fangen wir doch an als erstes mit einem jungen Mann an, Adam. Erzähl uns, was Adam gemacht hat. Genau, ich habe ja interessanterweise hier die Namen einfach ABC nach unten durchdekliniert. Ja, deswegen, der erste ist natürlich Adam. Der erste Mensch, ja, wie in der Bibel. Der erste Mensch überhaupt. Adam arbeitet für ein mittelständisches Elektro-Großhandelsunternehmen einer Kleinstadt in Deutschland, welches jetzt hier Kabel an Elektriker verkauft. Ja. Irgendwann macht er sich selbstständig und mittlerweile hat er einen der größten Amazon-Shops für Kupferkabel in Europa oder sogar weltweit. Ja. Das war das erste Mal. Nicht mal eine Webseite, ja. Also ganz interessant, ja, wirklich nur dieses Amazon-Ding. Also wenn man da drauf schaut, würde man jetzt nicht groß was denken, aber das ist hier der riesige, wie man auf Englisch sagt, Juggernaut, ja, der hier letztlich den er hier gebaut hat, ja. Super. Dann haben wir noch Boris, der auch im Bereich Amazon was zu tun hatte. Ja, genau. Also Boris hat tatsächlich für Amazon gearbeitet, dort im Marketplace-Bereich, hat Amazon verlassen. Und mit seinen Kontakten hat er dann seinen eigenen sehr erfolgreichen Amazon-Shop aufgebaut. Jetzt die nächsten zwei Kollegen, das ist so die Kategorie, von denen ich erwartet hatte, sowas von dir zu hören. Erzähl uns über Christian und Daniel, die angefangen haben als Softwareentwickler in einem Hedgefonds. Genau, also Christian und Daniel haben bei einem Hedgefonds in London gearbeitet und haben dort Datenmodelle, Trading-Algorithmen und so weiter entwickelt. Also viele Mitarbeiter von Hedgefonds sind eben ja entsprechend Softwareentwickler, weil eben und Datenanalysten, weil im Grunde heute funktioniert das alles ja genauso. Sie machen sich selbstständig, ziehen ins Ausland um und jetzt wird nicht mehr für den Hedgefonds getradet, sondern im eigenen Namen. Und dann haben wir noch Eduard und das ist auch so ein Bereich, von dem ich eigentlich nicht erwartet hätte, ihn auf deiner Liste zu finden. Erzähl uns, was Eduard gemacht hat. Also Eduard kommt jetzt von einem kleinen Dorf in Deutschland, ist begeisterter Tuner, wie man sich das so vorstellt. Ist ja oftmals nervig, aber im Grunde ja nervig. Also er hat so eine aufgemotzte Karre und hat sich da komplett also als eine Art Obsession, ja, eingearbeitet, wie dieses Auto funktioniert. Sein Bruder ist Automechaniker, von dem hat er alles mehr oder weniger gelernt. Und das macht er alles letztlich neben seiner Lehre, also in seiner Freizeit. Ja. Und da realisiert er, unser Eduard, dass es dort eine große Nachfrage gibt. Ja. Und um jetzt letztlich hier sein Hobby zunächst zu finanzieren, beginnt er damit, bestimmte Teile, die er in Asien kauft, zusammen mit selbstgeschriebenen Tutorials, ja, wie die einzubauen sind, zu vermarkten. Es ist nämlich die Sache, er hat ja viele Freunde und Bekannte, von denen er weiß, die haben alle kein Geld, jetzt zu einer Autowerkstatt zu gehen und zu sagen, du, hier ist jetzt dieser, weiß ich was, Turbocharger, keine Ahnung, was es ist, jetzt bauen wir den mal ein, ja. Es gibt aber auch nicht für alle jetzt leicht verständliche Tutorials. Wer sich schon mal angeschaut hat, wie solche Handbücher sind, ich meine, das ist viel schlimmer als irgendeine IKEA-Anleitung. Würde man ja auch denken bei einem Auto. Also er hat es leicht verständlich mit Videos und so weiter gemacht, sodass jetzt jeder, der so eine spezifische Karre hat, sich dieses Teil kaufen kann und dann es auch selbst einbauen kann. Ja. So, und auf einmal, und das verkauft er online über irgendeinen, weiß ich ja nicht, irgendeinen Shop mit PayPal und so, ganz, ganz einfach auf Deutsch. Ja, und auf einmal realisiert er, dass da auch ganz schön viele Bestellungen aus den USA kommen, dass auf einmal die Leute anfangen, die Sachen zu übersetzen von ihm. Ja. Und ja, heute lebt er jetzt in den USA. Ja. Die Produkte sind da ein Mega-Hit. Er hat sogar jetzt auch eine Werkstatt, wo man dann letztlich auch für Leute, die es leisten können, natürlich dann auch die Autos umrüsten kann. Ja, aber da zeigt sich, wie aus dem Hobby dann ein richtiges Business wird. Das nächste Beispiel, da geht es um einen Sammler und spezifisch um Baseballkartensammler. Aber das ist wahrscheinlich auch übertragbar auf die ganzen anderen Karten, die man so sammeln kann. Meine Kinder sammeln Pokémon-Karten. Es treibt mich an den Rand des Wahnsinns. Deswegen dürfen Sie diesen Teil dieser Podcast-Folge auf gar keinen Fall hören. Sonst kriegen Sie dumme Gedanken. Ja, also jeder weiß, es gibt ja auch da entsprechende TV-Programme. Jeder weiß ja, dass diese Sammelkarten
extrem lukrativ sein können. Vor allen Dingen gibt es dann immer solche Spezialeditionen, was es nur ganz wenige von gibt, wenn man dann eine davon hat. Also ich habe mal eine Sendung gesehen in den USA, da wurde eine Karte für 1 Million verkauft. Ja, total wahnsinnig, ja. Eben so eine Pokémon-Karte übrigens, ja. Also, das heißt also, das ist mittlerweile ein sehr lukratives Business. So, Frank, von dem wir hier sprechen, Frank ist Halbamerikaner, ist in Deutschland groß geworden, aber sein Vater hat ihm eben die Liebe zum Baseball sozusagen übermittelt und auch diese ganze Sache mit den Sammelkarten, ja. Das heißt also, er beginnt sehr früh damit, diese Baseballkarten zu sammeln. Der Vater besorgt in den USA und macht es dann zu seinem Business, ja. Das heißt im Grunde genommen, er macht Abitur, macht da nichts anderes, er geht nicht jetzt irgendwie an die Uni, sondern sagt sich im Grunde genommen, ich will jetzt hier dieses Sammelkartenunternehmen aufbauen, wo Leute eben seltene Karten erwerben können. Ich kaufe die und verkaufe die, ein bisschen wie eine Börse. Und hat heute eines der erfolgreichsten Sammelkartenunternehmen in Europa aufgebaut und ist dabei in die USA zu expandieren. Das nächste Beispiel, total interessant. Und es wäre eigentlich super, wenn wir diesen jungen Mann auf die Show einladen könnten, weil sein USP ist wahrscheinlich ganz interessant in der Entwicklung gewesen. Erzähle uns, was Gregor gemacht hat. Genau, Gregor ist also auf einem Biobauernhof seiner Eltern aufgewachsen, ja, und hat dort jahrelang, wie es halt so ist, in der Landwirtschaft im elterlichen Betrieb mitgearbeitet, ohne jetzt aber selbst Landwirt wirklich zu sein und auch keine Ambitionen, jetzt wirklich Landwirt zu sein. Jeder weiß ja, das sind bestimmte, es ist ziemlich viel Arbeit und nicht immer ganz angenehm und stressig und früher aufstehen und so weiter, ja. Aber es hat ihm sehr gefallen. Also das ganze Thema auf dem Land zu arbeiten, so also mit hochwertigen Nahrungsmitteln, die man jetzt sich selbst anbaut, Obst, Gemüse, das fand er sehr schön. Also das hat er gemacht, hat ein Beratungsunternehmen für, ich sage jetzt mal sogenannte Aussteiger aufgebaut, die Selbstversorger sein wollen, die letztlich sagen wollen, ich gehe irgendwo hin, Portugal, Italien, Spanien, kaufe mir da ein kleines Stück Land, 1 Hektar, vielleicht so einen halben Hektar. Und da möchte ich jetzt ganzheitlich Landwirtschaft betreiben. In intensiver Form. Und intensiv meine ich jetzt nicht mit Chemie intensiv, sondern intensiv im Grunde, dass dort auf dieser kleinen Fläche wahnsinnig viel angebaut wird. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel auf so einer kleinen Fläche tatsächlich wachsen kann. Und Gregor hilft eben seinen Klienten genau dann hier diesen Garten oder diese landwirtschaftliche Fläche dann zu entwickeln, ist auch bei denen vor Ort, macht es online. Sehr interessantes Geschäftsmodell. Total, super. Dann haben wir auch noch Hannah, die an einer Werbeagentur gearbeitet hat und im Prinzip den Job, und das ist, wenn wir zurückgehen zu den einleitenden Worten, die du gesagt hast, wo ist man Experte, da wirklich gesagt hat, hier in diesem Feld bin ich Experte, aber wo kann ich es noch sonst anwenden, meine Expertise? Genau, also Hannah arbeitet klassisch in einer Werbeagentur und denkt sich dann, naja, das kann ich ja eigentlich selbst machen. Ich muss hier für alle mal dann sagen, es hat sich jetzt keiner irgendwas gemacht, dass er dem bestehenden Arbeitgeber irgendwelches Business weggenommen hat, sondern der Arbeitgeber ist vielleicht in einer Nische tätig und dann Hannah war dann vielleicht in einer anderen Nische tätig, die ähnlich gelagert war. Ja. Also sie hat dann angefangen, Social-Media-Accounts kleiner Geschäftskunden für einen günstigen monatlichen Fixbetrag zu betreuen. Jeder, der mit Social Media schon mal rumgemacht hat als Unternehmen, weiß, dass es komplett überflüssig ist und nichts bringt, wenn man es falsch macht, aber sehr effektiv sein kann, wenn man es richtig macht. Ja. Ja. Und hier die richtige Kraft zu finden, ist natürlich das extrem Schwierige. Und Hannah hat es wirklich gut drauf gehabt. Das heißt also, es hat sich wirklich für diese kleinen Unternehmen dann sehr viel online in Social Media bewegt. Wir haben in der Einleitung auch über Trading gesprochen und wie man sich Wissen über Börsentrading aneignen kann. Und unser nächstes Beispiel hat genau das gemacht. Genau, also Ingrid hier bringt sich in ihrer Freizeit Trading bei und verdient nach einigen Jahren so viel, dass sie ihren Beruf an den Nagel hängen kann. Jetzt überlegt sie sich, wie sie auch letztlich Mittel anderer vermehren kann. Ist eine typische Geschichte. Gibt es sehr viele Leute, die sich das selbst beigebracht haben, das Trade. Das ist wirklich was man realistisch machen kann, wenn man Faible dafür hat, für diese Dinge. Das nächste könnte ein Beispiel direkt aus meinem Freundeskreis sein. Ich habe eine Freundin, die genau das gemacht hat. Hier geht es um Janina, Hausfrau, die aber gerne kocht und dazu noch ein Händchen mit der Kamera hat. Was hat Janina für uns gemacht?
Genau, also es gibt ja da etliche sehr bekannte Mom-Blogger, ja, und genau das hat Janina gemacht. Also das heißt, sie kocht gerne und sie ist gut mit der Kamera. Hat also angefangen, Rezepte online zu veröffentlichen, hat da eben ihren ganz bestimmten Dreh dabei gehabt, auf ihrem eigenen Food-Blog und hat relativ schnell, also nach 2 Jahren, dann 100.000 Page-Views im Monat gehabt, was so die Grenze ist, Ja. bei vielen Ad-Networks, um dort Werbung zu schalten oder beziehungsweise damit die Werbung schalten auf deinem Blog, sage ich jetzt mal. Und mittlerweile macht sie 3.000 bis 4.000 Euro monatlich, ja, durch diese Anzeigen. Das alles, was sie macht, ist Rezepte publizieren. Kann sehr angenehm sein, ja. Weil man muss sich mit Kunden rummachen, ja, man hat keine Logistik, man hat kein Overhead, ja, man kann das, also das erlaubt sehr viel Freiheit. Ja. Als letztes Beispiel haben wir Kate, die als Content Manager für ein großes Unternehmen gearbeitet hat. Genau, Kate arbeitet als Content Manager für ein großes Unternehmen, also macht für deren Webseite Content, bearbeitet Seiten und so weiter, veröffentlicht neuen Content und so weiter und so fort. So, ist also jetzt nicht jemand, der jetzt programmiert oder so, sondern im Grunde wirklich mit Inhalten arbeitet, Bilder einfügen, Texte dazu packen und so weiter und so fort. So, und jetzt parallel beginnt sie im Grunde so Content Management Tipps und Tricks in Form von Artikeln, Videos und so weiter auf ihrem eigenen Blog zu veröffentlichen und hat hier, und das war jetzt ihr Killer-USP, vor allen Dingen auch so eine weibliche Audience, für die sie diesen Content erstellt. Ja. Sie macht dann bald dazu ein bezahltes Angebot mit Videokursen und so weiter und das ganze Ding hebt richtig ab. Ja. Also nach einigen Jahren macht Kate einen Umsatz von 250.000 Euro im Jahr mit diesen Kursen, die sie da verkauft, Kooperationen. Und da gibt es dann alle möglichen Einnahmequellen, die sowas dann hier hat. Und auch hier natürlich eine Sache, komplett nebenher aufgebaut, komplett ohne Eigenkapital, sehr erfolgreiches Unternehmen gebaut. Jetzt, Sebastian, werden uns viele zugeschaut haben und gesagt, nee, diese Beispiele sind natürlich klasse. Wann sind die denn zu dir gekommen? Wann wurden diese ganzen Menschen Mandanten deiner Kanzlei und wie hast du sie unterstützt? Und dann die nächste Frage, wie kannst du andere dabei unterstützen? Also die meisten meiner Meinung nach machen den Fehler, die wissen es einfach nicht, oder die werden einfach vom Erfolg überrollt, sage ich es mal so. Ja. Was ja auch nichts Schlechtes ist, ja. Aber du hast halt die Situation, dass du ein bisschen Umsatz machst und immer mehr Umsatz machst, vor allem wird es dann richtig groß und dann auf einmal kommen dann die großen Vorauszahlungen, die du ans Finanzamt machen musst. Und dann siehst du im Grunde, wie das alles dann zusammenschrumpft. Ja? Ja. Und je mehr du machst, desto mehr schrumpft es ja auch zusammen letztlich, weil desto höher sind natürlich die ganzen Abgaben. Und im Grunde, dann ist es meistens schon zu spät, weil wie gesagt, wir wissen ja, wie das ist, wenn du jetzt hier ein erfolgreiches Unternehmen ins Ausland verlagerst, das ist dann alles relativ schwierig. Also es geht immer noch, aber man muss halt dann steuerliche Negativwirkungen schon in Kauf nehmen. Das heißt, die meisten kommen zu dem Zeitpunkt, treten an uns heran. Ja. Die haben also ein Business, das ist erfolgreich und jetzt wollen sie im Grunde ins Ausland gehen. Einige davon sind aber auch an uns herangetreten, als es noch ganz am Anfang war. Ja? Also im Grunde genommen in der Situation, wie jetzt hier viele der Zuhörer beziehungsweise Zuschauer dieses Videos jetzt sein mögen. Ja, die haben also noch kein Business gehabt. Die hatten meistens schon diesen ganzen Teil mit dem USB schon ausgefigert. Ja, also das heißt, die wussten schon, okay, also da habe ich irgendwas, das kann laufen. Ich habe vielleicht schon eine Webseite gemacht und die ist ziemlich erfolgreich. Ja, macht noch kein Geld, aber jetzt kann ich Werbung draufschalten und so weiter und so fort. Ja, also die waren meistens vielleicht nicht ganz am Anfang, aber relativ weit vorne am Anfang und haben dann sich im Grunde überlegt, so, haben dann verstanden, ja, jetzt kann ich es entweder hier machen, in Deutschland bleiben und ohne Ende Steuern zahlen oder ich gehe jetzt ins Ausland, baue das dann im Ausland richtig professionell auf, mache aus diesem Hobby einen Beruf und nehme dann die steuerlichen Vorteile mit. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Super, super interessante Beispiele. Und es wäre schön von anderen vielleicht noch zu hören, was ihre Entwicklungsgeschichte angeht. Gerne, ja. Schreibt in die Comments, schreibt rein, was ihr gemacht habt und was euer Weg war. Interessiert uns alle sehr. Vielen, vielen Dank. Bis dann, Sebastian. Tschüss. Ich habe da eine Freundin, die hat genau das gemacht. Sie ist Physiotherapeutin und hat auch eine eigene Praxis, aber hat nebenbei viel gekocht und hat vegetarisch gekocht und dann noch die Kombo, dass es Kinder dabei. Ich glaube, wenn man so das USP hat, da muss man immer noch was Besonderes haben. Also ich glaube, man kann nicht jedes Rezept, was einem einfällt, einfach posten, sondern man muss sagen, ich bin vegetarisch, vegan, für Kinder, nur das. Also das ist, glaube ich, das USP. Aber ja, die ist auch unglaublich erfolgreich und die Rezepte sind klasse. Perfekte Beispiel.
Ja. Finde ich das perfekte Beispiel, was wir vorhin mit Killer USB gesagt haben. Genau. Also du musst wirklich dir die Sache zu eigen machen. Ja, also du musst wirklich sagen, okay, es gibt ja 100.000 Rezept-Webseiten und die sind alle wunderbar und dann gibt es die ganz großen, aber keine Chance. Ja, was kann ich jetzt konkret machen? Was kann mein Killer USP sein? Und was du sagst, das kann ich mir sofort bildlich vorstellen. Vegane Küche für Kinder, vegetarische Küche für Kinder und Familien. Es scheint mir absolut eine geniale Idee. Hilft auch, dass die Rezepte tatsächlich schmecken. Das ist ja dann immer die andere Sache. Da kocht man und wenn sie mit der Kamera umgehen kann, das hilft natürlich auch. Ja, also es ist ja sehr viel dort, was dort einfach das Visuelle auch ist, muss man ganz klar sagen. Ja, also absolut. Das gute Kochen alleine hilft leider nicht. Nein. Aber da muss man grundsätzlich nur mal eine halbe Stunde auf Instagram verschwenden, um zu sehen, wie unterschiedlich ist. Also die Präsentation macht einen riesigen Unterschied. Also wir tun alle gerne so, als ob, nein, das stimmt nicht und es ist der Inhalt. Aber die Präsentation macht einen riesigen Unterschied. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.